Ein Drummer ist immer nur so gut wie sein Taktgefühl. Du kennst bestimmt folgende Situation. Du warst gerade auf einem Konzert mit einem guten Freund von dir und als ihr euch auf den Weg nach Hause macht, fragst du ihn, und wie fandest du den Drummer? Der war echt krass, aber er hatte einfach nicht so ein gutes Taktgefühl. Ja, was heißt das jetzt? Ist er jetzt ein guter Drummer oder ist er jetzt ein schlechter Drummer? Bleib jetzt dran, wenn du nicht möchtest, dass jemand über dich sagt, du hättest ein schlechtes Taktgefühl. Also, lass uns loslegen. Hey moin, ich bin Aram von groovedynamics.de und schön, dass du wieder dabei bist und zuschaust. Der wichtigste Job für uns als Schlagzeuger ist Tempo. Tempo halten, ein gutes Tempo spielen und ein gutes Taktgefühl haben. Nicht wie schnell du spielen kannst oder welche Fill-ins du parat hast, sondern wie sich die Musik durch dein Spiel anfühlt, beziehungsweise welches Gefühl du ihr gibst. Und ein Klick ist ein Werkzeug, um ein besseres Tempo und Taktgefühl zu bekommen. Eventuell hast du diese Einwände, wenn du an das Üben mit dem Klick denkst. Entspann dich, du wirst nicht plötzlich klingen wie ein Roboter oder eine Maschine. Tatsächlich wird es dazu führen, dass du deutlich besser und konstanter klingen wirst als vorher. Oder wenn du dich dabei unwohl fühlst, wenn du zum Klick spielst, oder es ist am Anfang schwer für dich, dann hast du einfach noch nicht lange genug mit dem Klick geübt. Also hab ein bisschen Geduld mit dir. Und wenn du aktuell sogar in einer Band spielst und schon regelmäßig zum Metronom geübt hast, dann kann jetzt Folgendes passieren. Dir wird mehr und mehr auffallen, wie gut eigentlich das Taktgefühl deiner anderen Bandmitglieder ist. Ich benutze selber schon seit zig Jahren die App Metronomerous. Die wurde hergestellt von Knödelbart aus dem Drummer Forum. Die App hat eigentlich alle Funktionen, die ich brauche, ansonsten würde ich sie nicht schon so lange benutzen. Ich kann zum Beispiel Takte ausblenden, Akzentfunktionen benutzen oder ganze Songs einspeichern, welche zum Beispiel verschiedene Tempi beinhalten. Am sinnvollsten finde ich natürlich die Akzentfunktion, aber gerade das Ausblenden von Takten findet man bei den meisten Apps eben nicht und ist für das Üben sehr wertvoll. Zum Beispiel kann ich 3 Takte den Klick hören und im 4. Takt höre ich dann keinen Klick mehr. Das ist eine besondere Übung, wo du testen und trainieren kannst, ob du schneller oder langsamer wirst, beziehungsweise wie klicksicher du wirklich bist. Das würde sich dann so anhören. Die App ist übrigens kostenlos und wenn du sie dir mal anschauen möchtest, dann findest du in der Infobox einen Link dazu. So, jetzt gebe ich dir 7 Punkte, die du beachten solltest, wenn du zum Metronom übst. Bis jetzt hast du noch nicht zum Metronom geübt, also ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um damit anzufangen. Du wirst dann deutlich weniger Temposchwankungen in Grooves als auch in Fill-ins haben, wenn du von einem Songteil zum nächsten wechselst. Gerade in solchen Situationen besteht die Gefahr für dich, dass du mit dem Tempo stark anziehst oder auch langsamer wirst. Aber das wird dann eben durch das Üben mit dem Klick deutlich weniger. Dein Klick ist viel zu laut eingestellt. Erstens schädigt das natürlich dein Gehör und zweitens hast du dadurch ein sehr undynamisches Spiel. Also wir Schlagzeuger tendieren leider dazu, eher viel zu laut als viel zu leise zu spielen. Und wenn du den Klick leise einstellst, natürlich nicht so leise, dass du ihn gar nicht mehr hörst, dann zwingt es dich eigentlich dazu, leiser zu spielen. Und wenn du lautes Spiel als auch leises Spiel übst, dann führt das automatisch dazu, dass du deinen dynamischen Umfang automatisch vergrößerst. Und das macht dich zu einem besseren Schlagzeuger. Dein Klick ist viel zu schnell eingestellt, gleich von Anfang an. Mach doch mal folgende Übung. Und zwar stellst du 50 BPM als Viertelklick ein und das spielst du dann erstmal über einen gewissen Zeitraum. Das ist vielleicht nicht ganz so leicht, das ging mir nicht anders, aber es ist immer besser, erstmal langsam anzufangen und je häufiger du das machst, desto mehr Routine bekommst du auch und es wird nach und nach immer leichter. Ich würde dir auch empfehlen, am Anfang erstmal einen Viertelklick zu nehmen, anstatt irgendwas Kryptisches, was viel zu kompliziert ist. Also es macht keinen Sinn, gleich mit der 3., 4., 5. Stufe anzufangen, wo du mit der 1. oder sogar mit der 2. Stufe noch gar nicht vertraut bist. Was du ebenfalls vermeiden solltest, wenn du zum Klick übst, ist zu viel zu spielen.
Nimm erstmal am Anfang einen ganz einfachen Groove, mit dem du schon vertraut bist, wo du jetzt nicht großartig darüber nachdenken musst, wie der geht, und dann fang an mit dem Klick zu üben. Wenn du, während du spielst, dich dabei erwischt, dass du irgendwie über den nächsten Arbeitstag nachdenkst oder sozusagen vom eigentlichen abschweifst, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, wo du das Tempo erhöhen kannst. 10 BPM-Schritte sind meistens gut, oder du fügst etwas hinzu, ein Crash zum Beispiel oder ein Fill-In. Aber sobald du merkst, oh, ich bin nicht mehr mit dem Klick zusammen, dann solltest du entweder das Tempo reduzieren oder wieder etwas wegnehmen. Da gilt es dann für dich auszutesten, was funktioniert und was nicht. Du solltest dich also in kleinen Schritten steigern. Wenn dich der Klick auf allen Vierteln am Anfang überfordert, dann kannst du auch Folgendes machen. Du stellst einfach das doppelte Tempo ein. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Achtel-Groove spielst, dann würde der Klick parallel zu deinen Achtelnoten auf der Hi-Hat oder auf dem Ride-Becken fallen. Das gibt dir gleich von Anfang an eine etwas größere Stütze und hilft dir dabei, dich an den Klick zu gewöhnen. In der App kannst du allerdings den Achtelpuls auch alleine einstellen. Wenn du einfach das doppelte Tempo einstellst, dann hast du natürlich die Betonung auf der 1 in der Mitte des Taktes, weil du ja das doppelte Tempo eingestellt hast. Wenn du allerdings nur den Achtelpuls dazu einstellst, dann hast du wieder den Klick auf der 1, da wo du dann auch den Takt wieder neu beginnst. Und hier noch ein Tipp, wenn du fortgeschritten bist. Das gilt aber wirklich nur dann, wenn du bereits lange mit dem Klick geübt und gespielt hast. Stell mal den Klick ganz normal ein, also am Klick musst du eigentlich nichts verändern. Allerdings hörst du den Klick auf allen Und-Positionen. Das heißt, wenn du jetzt den Klick einfach anmachst, dann kannst du ja mal versuchen, da zu klatschen, wenn der Klick nicht kommt. Also das heißt, der Klick rutscht sozusagen auf die Und-Position. Wenn du das Klatschen hinbekommst, dann kannst du im nächsten Schritt versuchen, da zu zählen. Entweder du klatscht weiter mit oder lässt das erstmal weg. Ich mache das mal vor, indem ich schnipse und zähle dann gleich mit. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und so weiter. Ich hoffe, diese Tipps waren hilfreich für dich und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.